Ja, schönen guten Tag. Heute möchte ich euch etwas Besonderes vorstellen, und zwar Exatrec Unimog. Wir haben viele Kunden, die das Exatrec-System mittlerweile im Unimog einsetzen, um ihre Einsatzdaten zu dokumentieren, Kraftstoffverbrauche und Ähnliches aufzuzeichnen. So, und um euch zu zeigen, wie jetzt ein Einbau im Unimog erfolgt, weil das ist ein etwas besonderes System, weil der Unimog hat von Hause aus ja kein ISOBUS-System und damit auch keine InCap-Steckdose oder eine J1939. Aber dass wir trotzdem hier den Unimog mit Exatrec ausstatten können, das zeigen wir euch und dafür gehen wir jetzt ins Fahrerhaus. Da haben wir unser Exatrec Telemetriemodul angebaut. Hier, wie wir es vom Schlepper aus kennen, an die Heckscheibe kleben, damit ein guter Empfang gewährleistet ist. Das Kabel geht jetzt runter zu einer Steckdose, die wir speziell hier im Unimog belegen. Zusätzlich müssen wir eine Spannungsversorgung einbauen, weil der Unimog von Hause aus eine 24 Volt Spannung anliegen hat. Die müssen wir reduzieren auf 12 Volt. Den Bordstecker hier zu nehmen oder den Zigarettenanzünder ist nicht ratsam, weil der geschaltet ist. So kann es einem passieren, dass man mit nicht eingeschalteten Exatrec T2 Telemetriemodul losfährt, und das will man ja nicht. Hier sehen wir also das T2 Telemetriemodul und den Spannungswandler und das Kabel zum CAN-Bus des Unimogs. Das ist hier hinten verlegt und dann eben hier hinten im Schaltkasten verdrahtet. Wenn ihr also euren Unimog mit einem Exatrec-System ausstatten wollt, dann schicken wir euch natürlich eine Anbauanleitung mit. Hier seht ihr die InCap-Steckdose, die alle die Unimog haben, die mit einem Reichert-ISOBUS-System nachgerüstet worden sind. Und an in dieser InCap-Steckdose, da kann ich dann unser T2 Telemetriemodul ebenfalls anschließen. Dann habe ich Nachrichten, die über den ISOBUS übertragen werden, sei es vom Gerät oder vom Unimog selber, auch dokumentiert. Normalerweise erfasst unser Modul alle Bewegungsvorgänge und die Leistungsdaten des Unimog automatisch, aber trotzdem haben wir hier noch ein Tablet eingebaut in dem Unimog, wo man also die eigene Position sieht. Hier, ihr seht, wir sind hier eben mal einmal rund gefahren, bevor wir diese Filmaufnahme machen, um sozusagen Flotten, andere Fahrzeuge eben auf der Karte zu sehen. Neben dem Tablet, was wir hier montiert haben, ist auch das Modul, der Bedienpanel von der Firma Reichert für das ISOBUS-System, was in diesem Unimog verbaut ist. Wir haben hier jetzt einen speziellen Agrar-Unimog, den wir vorgestellt haben, in dem wir das ISOBUS-System verbaut haben. Wir haben aber auch genauso gut Unimog, die mit Kommunalausstattung unterwegs sind oder für Dienstleister und Lohnunternehmer arbeiten, die auch mit Exatrec-System arbeiten. Dann sieht natürlich das Terminal, hier haben wir das Reichert-Terminal verbaut, hätten wir hier ein Terminal von irgendeinem anderen Arbeitsgerät, was jetzt auf dem Unimog montiert ist, wäre der Unimog ausgestattet. Ja, soweit wären wir durch mit der Installation des Exatrec-Systems im Unimog. An dieser Stelle sei nochmal angemerkt, dass der Einbau unser System hier im Unimog mit Daimler in Wörth abgestimmt ist, denn wir gehen an die gleiche Schnittstelle, an der auch die Aufbau- und Gerätehersteller gehen, wenn sie Festaufbauten auf dem Unimog montieren. Ja, das wär's und bis zum nächsten Exatrec-Video.